Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich heiße Rena und ich zeige euch auf meinem YouTube-Kanal Diamond Painting Reviews, Unboxings, Hauls, wie mache ich was, vielleicht auch mal andere Do-it-yourself-Sachen. Genau, und heute möchte ich eine Review machen zu diesem Bild und wie das war und ob ich damit zufrieden bin oder nicht, das seht ihr gleich nach dem kleinen Intro. Bis gleich. So, ich habe mir dieses kleine Bild und noch ein anderes von der Firma Oraloa gekauft. Oraloa sitzt eigentlich in Kanada, soweit ich weiß. Hier kommt bestellt habe ich das hier aber nicht in Kanada, sondern in Frankreich. Die sitzen auch in Frankreich. Und Versand und so weiter ist ja innerhalb von Europa. Insofern ist das kein Problem. Lieferzeiten waren hier auch relativ kurz. Innerhalb von 10 Tagen oder so hatte ich das dann auch. Und wir haben hier ein kleines Bild. Die bepaintbare Fläche ist 30 mal 30 von der Künstlerin Vayunette. Und das Bild hier heißt La Étoile und nicht, wie es hier drauf steht. Hier ist nämlich tatsächlich ein Fehler auf der Leinwand. Hier steht Lune. Und Lune heißt eigentlich Mond. Und es gibt nämlich zwei Bilder dieser Art, beide in 30 mal 30. Ich hatte mir erstmal nur dieses hier bestellt, weil ich erstmal gucken wollte, wie die Qualität ist und so weiter. Und das zweite Bild von ihr ist nämlich ein Mond. Und das heißt auch La Lune oder Lune einfach nur. Genau, und hier ist das einfach verkehrt gedruckt. Das heißt Étoile, das Bild. Ich verlinke es auch in der Beschreibung, weil das gibt es auf jeden Fall immer noch. Beide Bilder gibt es noch. Und ich finde es einfach nur süß. Total süß. Wir haben hier 33 Farben auf 30 mal 30 bepaintbare Fläche. Finde ich super. Wir haben hier 4 AB-Farben. Seht ihr vielleicht auch schon? Über der Kamera kann man das immer so schlecht einfangen, was AB-Farben sind. Also ich habe auf jeden Fall hier, ich finde hier im Stern, da sieht man es ganz deutlich. Diese helle Farbe ist eine AB-Farbe. Genau. Dann das Weiß, überall wo man Weiß sieht, die 5200 ist AB. In den Augen, in den Wolken haben wir hier auch AB. Dann haben wir noch hier so ein türkises AB gehabt. Ich zeige euch das gleich nochmal in den Restesteinen. Genau. Und ich bin sehr zufrieden. Ich habe es jetzt auch schon versiegelt. Und dadurch ist es jetzt ein bisschen steifer geworden, aber ich möchte es halt hier, wie ihr seht, ich habe hier eine Leinwand, einen Keilrahmen mir geholt. Zack, einmal gegen die Kamera, genau. Und möchte das hier drauf machen. Und das passt genau. Genau. Ich werde wahrscheinlich den Rand überkleben einfach. Also ich hatte zuerst überlegt abzuschneiden oder einfach, ich werde so wie so eine Art Passepartout, also einmal so einen Rahmen aus so einem Off-White-Fotokarton mir ausschneiden und da drüber kleben sozusagen. Einen Rahmen. Ich hatte auch zuerst überlegt, die Seiten einfach mit Acrylfarbe einzufärben, entweder weiß oder ja, aber ich glaube, ich werde das mit dem Fotokarton machen. Ich habe noch welche. Genau. Ja, was kam dazu? Ich hatte hier dieses Toolkit. Ich habe ganz viel mit diesem weißen Schiffchen gearbeitet. Wir haben ja hier auch Color Blocking drin, aber hat gereicht hier mit dem kleinen Schiffchen. Ab und zu habe ich mal ein großes genommen. Aber so mega viel Color Blocking haben wir gar nicht, weil auch wenn man das so auf den ersten Blick gar nicht sieht, aber die Blautöne, ich meine, die 33 Farben kommen ja auch irgendwo her. Die Blautöne sehen sehr ähnlich aus und sie sind in relativ kurzen Abständen. Kam das dann. Insofern, genau,
Konfetti will ich jetzt nicht sagen, aber schon so teilweise, dass man öfter Farbwechsel hatte. Genau, Wachs habe ich ein bisschen gebraucht. Ich habe immer abgewechselt zwischen diesem Wachs. Habe ich meistens in den Mehrfachaufsetzer reingemacht. Und Bienenwachs habe ich abgewechselt. Genau, hier die Pinzette, die habe ich auch ein paar Mal benutzt. Allerdings mehr, um das Wachs aus dem, aus dem Stift wieder rauszuholen. Aber ich mag die Pinzette. Sie ist nicht so stramm und trotzdem sehr spitz. Gefällt mir sehr gut. Behalte ich auch weiterhin draußen. So, und jetzt kommen wir mal eben zu den Restesteinchen. Und wer mir auf Instagram folgt, hat vielleicht gesehen bei diesem Bild, dass ich einmal dachte, oh Gott, die Steine reichen nicht. Und zwar war das ein Blauton. Und ich habe mir überlegt, ich hatte dann nachher das Blau weggepaintet und hatte nur 3 ganze Steinchen übrig. Und dann habe ich so überlegt, und auch so andere Videos, die ich mal über Oraloa gesehen habe, das kann nicht sein, da können nicht nur 3 Steinchen übrig bleiben. Und ich hatte in so eine 28er Box abgekittet und die restlichen in den Tüten gelassen. Und ich habe dann so hinterher überlegt, das kann einfach nicht sein, und bin auf die Suche gegangen nach dieser einen Tüte. Und die Tüte fehlte mir auch. Also ich habe die leeren Tüten tatsächlich auch aufgehoben und konnte das dann so abgleichen. Und mir fehlte wirklich eine Tüte tatsächlich. Und dann habe ich gesucht und was soll ich sagen? Ich habe die Tüte tatsächlich gefunden. Das heißt, ich habe von jeder Farbe wirklich Restesteine. Und ich halte euch das mal so hin. Ich habe das schon downgekittet quasi in mein Sortiersystem sozusagen und hatte das jetzt noch hier für die Review noch zurückgehalten. Und wie ihr seht, ich habe zu jeder Farbe ordentlich Steine übrig. Ja. Und so von wegen 3 Steinchen. Das habe ich dann jetzt aber auch erst, als ich jetzt hier zusammenpacken wollte und die Steine wieder zurück machen wollte. Also hier zum Beispiel braun habe ich ja nur in den Augen. Ja, nur hier unten in den Augen habe ich das Braun, also ganz wenig braun. Und guck mal, wie viel Steine ich übrig habe. Also wie viele Restesteine dabei sind. Also das ist wirklich mehr als genug. Gut, bei den Blautönen, ja, hier habe ich auch noch ordentlich. Na, also immer gut dabei. So, und jetzt wollte ich euch nochmal die AB-Steine zeigen. Na, also hier überall, also gut, rosa. Rosa habe ich auch nicht. Wo habe ich rosa? Nur hier in diesen kleinen Sternenschnuppen hier. Da habe ich rosa. Und hier oben ist ein rosa Stein, wo ich zuerst dachte, das ist vielleicht ein Fehler. Sonst habe ich kein rosa. Dementsprechend viele Restesteine. So, aber jetzt gucken wir uns nochmal die AB-Farben an, weil die fand ich nämlich richtig schön. Ich mag dieses hell türkise Blau. Hier habe ich auch richtig viele Steine. Also das ist natürlich toll. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier einmal das Gelb. Das Gelb ist auch hier unten in dem Schweif. Das wechselt sich hier ab mit dem hellgelben AB und mit dem normalen Gelb. So, hier habe ich die gelbe AB-Farbe. Finde ich sehr schön. Hier haben wir so ein helles, ja, Off-White, hätte ich beinahe gesagt. Und hier ist meine Lieblingsfarbe, das ist dieses Blau. Die 3766 in AB. Die gefällt mir am besten. Das ist Türkis. Und hier haben wir noch ein bisschen von dem Weiß übrig. 5200 in AB. Genau, das sind die AB-Farben gewesen. Wie lange habe ich gebraucht? Ich habe insgesamt 13 Stunden gebraucht. Ich hatte das Bild angefangen am 1.6.2023 und habe es beendet am 14. Juli. Hatte da drin aber auch Pause gemacht. Insofern, genau, ja, insgesamt 13 Stunden. Genau, was ist noch zu sagen? Nö, sonst fällt mir eigentlich nichts ein.
wie gesagt, das kommt hier auf den Keilrahmen und dann kommt es an die Wand. Und ich freue mich riesig. Finde das gut. Okay, das soll es erstmal von mir gewesen sein. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Tschüss!